Es braucht Erinnerung, um Geschichte lebendig zu halten und Bezugspunkte für heutiges Handeln zu setzen. Diesem Gedanken folgten Hannah Arendt, Martin Buber und andere, als sie das Leo Baeck-Institut gründeten. Mit dem Ziel, deutsch-jüdische Geschichte und Kultur zu erforschen und für zukünftige Generationen zu bewahren. Bis heute befindet sich das Leo Baeck-Institut an 3 wichtigen Orten der deutsch-jüdischen Emigration: Jerusalem, London und New York. Jerusalem fördert die Erforschung des mitteleuropäischen Judentums und führt das liberale Erbe des deutschen Judentums in der heutigen israelischen Gesellschaft fort. London ist führend im Bereich der akademischen Auseinandersetzung mit der Kultur der deutschsprachigen Juden in Europa und der Diaspora, mit seinen etablierten Publikationen und der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. New York hat es sich zur Aufgabe gemacht, umfangreiche Bibliotheks-, Archiv- und Kunstsammlungen zu bewahren und sie an ein breites Publikum zu vermitteln. Dafür hat es extra eine Archivdependance und ein Büro in Berlin eingerichtet, das Projekte und Kooperationen in Europa anstößt. Zusammen leisten sie durch Archivarbeit, Workshops, Veröffentlichungen, Kulturveranstaltungen und Ausstellungen einen wichtigen Beitrag zur Erinnerungskultur. Eine Arbeit, die dazu beiträgt, dass das Leo Baeck-Institut heute die weltweit führende Forschungsadresse zur Geschichte und Kultur des deutschsprachigen Judentums geworden ist. Auch hier in Deutschland wird das Institut gefördert. Bei der Gründung wurde zwar beschlossen, kein Institut in Deutschland aufzubauen, es wurde aber bald klar, dass sich auch hier mehr WissenschaftlerInnen mit der deutsch-jüdischen Geschichte beschäftigen. So entstand 1989 die Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft des Leo Baeck-Instituts, die WAG. Sie fördert zum Beispiel junge WissenschaftlerInnen. Auch der Verein der Freunde und Förderer des Leo Baeck-Instituts unterstützt die Arbeit in Deutschland. Er engagiert sich für die Aktivitäten und alle organisatorischen Anliegen des Leo Baeck-Instituts. So gehen wir mit vereinten Kräften in die Zukunft, um Geschichte und Kultur für die künftigen Generationen zugänglich zu machen. Guten Abend, Exzellenzen, sehr verehrte Vizepräsident des Deutschen Bundestages, sehr verehrter Staatssekretär Krösser, lieber Michael Brenner, lieber Doron Rabinowitsch, liebe Gäste. Ich heiße Sie alle herzlich zu dieser feierlichen Veranstaltung anlässlich des 70. Jahrestags der Entstehung des Leo Baeck-Instituts willkommen, die unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht. Das Jüdische Museum Berlin freut sich sehr, dass das LBI sein Jubiläum in unserem Glashof begeht, denn uns verbindet eine lange und fruchtbare Partnerschaft. Schon vor der Eröffnung des Museums im September 2001 wurde beschlossen, hier eine Dependance des Archivs des Leo Baeck-Instituts einzurichten, um die Forschung zur deutsch-jüdischen Geschichte zu erleichtern und zu fördern. In den folgenden Jahren konnte dank gemeinsamer Bemühungen ein Großteil der Bestände des in New York befindlichen Archivs hier vor Ort auf Mikrofilmen bereitgestellt werden. Hunderte von Forschenden, Studierenden und Akademikerinnen kamen aus ganz Europa und Israel zu uns, ebenso zahlreich in Deutschland verweilende Stipendiatinnen, GastprofessorInnen und Fellows aus den USA, um die einmaligen Quellen des Leo Baeck-Instituts für ihre Arbeiten zu sichten und auszuwerten. Die Mikrofilme, von denen die überwiegende Teil seit 2012 digitalisiert worden sind heutzutage online zugänglich. Die Dependance beherbergt auch einige bedeutende Originalsammlungen. Dazu gehören die Sammlungen des Philosophen und Literaten Konstantin Brunner, eine der größten Sammlungen des Leo Baeck-Instituts insgesamt, die Teilnachlässe der HistorikerInnen Werner T. Angres und Steffi Jerschwenzel, die eng mit dem LBI verbunden waren,
sowie Nachlass von Arnold Pauker, der mehr als 40 Jahre lang als Direktor des Leo Baeck-Instituts in London fungierte. In jüngerer Zeit wurde der Zweigstelle die sehr umfangreichen Tagebücher und Korrespondenzen des Künstlers und Holocaust-Überlebenden Yehuda Bacon, der Nachlass von Henny Brenner sowie Materialien zu Hugo Zwielenberg, dem Teilhaber und Geschäftsführer des Hermann Tietz-Konzerns, anvertraut. In den vergangenen 2 Jahrzehnten wurden hier im Museum auch zahlreiche Tagungen, Symposien und Workshops gemeinsam veranstaltet, unter anderem zu Juden in der Weimarer Republik, zur Geschichte deutscher Rabbiner, zur Alltagsgeschichte der Juden in Deutschland und zu Juden in der DDR. Zusammen mit weiteren Partnern haben das LBI und JMB einige wichtige internationale Tagungen organisiert und durchgeführt. Darunter zur deutsch-jüdischen literarischen Kultur im nationalsozialistischen Deutschland, zum Leben und Werk des bereits erwähnten Konstantin Brunner, zu Jewish Loyalties während und nach dem Ersten Weltkrieg und zu 1700 Jahre jüdisches Leben in deutschsprachigem Raum. Mehrere Doktorandenkolloquien des Wissenschaftlichen Arbeitskreises des LBI zur deutsch-jüdischen Geschichte haben hier stattgefunden, ebenso wie Workshops mit LBI-Doktoranden. Und das International Board des Leo Baeck-Instituts hat mehrmals hier im Museum getagt. Ich überlasse es meinem Nachredner, dem internationalen Präsidenten des Leo Baeck-Instituts, Professor Michael Brenner, die Geschichte des Instituts und seine Entwicklung, Arbeitsspektrum und Schwerpunkte zu erläutern und seine enorme Bedeutung und den Beitrag zu unserem Verständnis der Geschichte des deutschsprachigen Judentums zu würdigen. Das Jüdische Museum Berlin beglückwünscht das Leo Baeck-Institut zu seinen zahlreichen Errungenschaften in den vergangenen 7 Jahrzehnten und freut sich auf die Fortsetzung unserer engen und erfolgreichen Zusammenarbeit für viele weitere Jahre. Danke. Sehr geehrter Herr Professor Dr. Brenner, sehr geehrter Herr Stein, sehr geehrter Herr Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Herr Ramelow, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Herr Geschäftsträger Alm-Melzer, sehr geehrter Herr Dr. Rabinowitsch, sehr geehrte Frau Dr. Berg als Hausherrin dieser Veranstaltung, wenn man so will, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Leo Baeck-Instituts. Es ist mir persönlich eine große Ehre und eine Freude, mit Ihnen hier das 70-jährige Bestehen des Leo Baeck-Instituts heute feiern zu können. Und ich freue mich auch, dass ich Ihnen hier die Grüße meines Ministers zu dieser Veranstaltung überbringen darf. Das Bundesministerium des Innern und das Leo Baeck-Institut sind durch eine langjährige Zusammenarbeit bereits verbunden. Ich gratuliere Ihnen sehr herzlich zu Ihrem Jubiläum und zu all dem, was Sie in den vergangenen 70 Jahren erreicht und aufgebaut haben. Es ist einerseits eine große Freude, dieses Jubiläum heute mit Ihnen feiern zu können. Es ist andererseits etwas, in dem sich aktuell natürlich auch große Sorge mischt. Israel erlebt derzeit massive Raketenangriffe auch aus dem Iran, denen bereits zahlreiche Menschen zum Opfer gefallen sind, und das auch in Jerusalem, wo auch ein wichtiger Teil des Leo Baeck-Instituts angesiedelt ist. Auch dort herrscht Ausnahmezustand. Viele, die heute hier sind, könnte ich mir vorstellen, haben
Familie, haben Freunde, haben Kolleginnen und Kollegen in Israel. Und ich kann mir vorstellen, dass die Sorge um sie auch ein Stück weit den heutigen Abend etwas überschattet. Ich möchte allen, die jedenfalls persönlich betroffen sind, mein Mitgefühl zum Ausdruck bringen, bevor ich den Blick jetzt wieder nach vorne richte, auf den guten, auf den ja eigentlich freudigen Anlass, der uns hier heute zusammengebracht hat. Aus unserer Sicht ist das Leo Baeck-Institut eine Erfolgsgeschichte. Sie haben es gemeinsam mit vielen anderen engagierten Menschen zu einer etablierten, zu einer bestens vernetzten und zu einer international angesehenen wissenschaftlichen Einrichtung gemacht. Frau Berg hatte das schon angesprochen. Gegründet wurde das LBI dabei unter wirklich schwierigsten Bedingungen. Keiner konnte damals die Erfolgsgeschichte vorhersehen, nämlich noch unter dem unmittelbaren Eindruck der Shoah, als die Welt sich noch in einem Zustand des Schocks, in einem Zustand des Grauens angesichts der nationalsozialistischen Verbrechen befand. Martin Buber, Hannah Arendt, Max Grunewald, wir haben das auch in der Präsentation eben schon gesehen, und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter waren dennoch entschlossen, das im Holocaust beinahe vollständig zerstörte kulturelle Erbe des deutschsprachigen Judentums zu bewahren. In Jerusalem, in New York und in London, auch das haben wir gesehen, entstanden jene 3 Teilinstitute des Leo Baeck-Instituts, die auch heute dort noch existieren. Dass es eine Zweigstelle dieses Instituts auch einmal in Deutschland geben könnte, war lange Zeit, auch für die Gründerinnen und Gründer, glaube ich, unvorstellbar. Auch für den Namensgeber und ersten Präsidenten des Instituts. Leo Baeck prognostizierte im Jahr 1945, die Epoche der Juden in Deutschland ist ein für allemal vorbei. Darüber, dass Leo Baeck selber noch miterleben konnte, wie eine neue jüdische Gemeinschaft in Deutschland entstand, bin ich sehr froh und sind wir, glaube ich, auch alle sehr froh. Es ist deshalb ein großes Glück, dass die deutsch-jüdische Geschichte nicht nur als eine Erinnerung und als ein Wissensschatz in einem Museum oder in Sammlungen überlebt hat, sondern dass sie bis heute fortgeschrieben wird, in die Zukunft fortgeschrieben wird. Das Leo Baeck-Institut widmet sich dabei nicht nur der Erforschung und Bewahrung deutsch-jüdischer Geschichte, sondern es schafft es auch, sie auf eine Art und Weise aufzubereiten, die ein breites Publikum anspricht, heute wichtiger denn je, mit innovativen Projekten und mit innovativen Formaten. Das geschieht beispielsweise mit dem aktuellen Literaturprojekt Stolpertexte, in dem aus persönlichen Aufzeichnungen und Dokumenten von Jüdinnen und Juden während des Nationalsozialismus literarische Texte entstanden sind. Ein weiteres Beispiel dafür ist Ihr Podcast Exil, in dem die Schauspielerin Iris Berben 12 Geschichten von bekannten und weniger bekannten Menschen mit deutsch-jüdischer Identität erzählt. Darunter so Bekannte wie Albert Einstein, aber auch die Bibliothekarin Florenz Mentheim und der Dramaturg Kurt Hirschfeld. Sie alle mussten den Verlust ihrer Heimat und ihrer Kultur überleben. Die Geschichte von Jüdinnen und Juden zu bewahren und sie anhand der Auseinandersetzung mit ihren individuellen Schicksalen für die Nachwelt erfahrbar zu machen, das ist in meinen Augen eine der großen Herausforderungen unserer Zeit, gerade für die Generation, die sich immer weiter von dem Jahr 1945 entfernen, von dem Holocaust entfernen. Das ist aber auch in meinen Augen eine der großen Leistungen des Leo Baeck-Instituts. Und heute existiert in Deutschland wieder eine vielfältige jüdische Gegenwart mit großen jüdischen Gemeinden, unter anderem in München, in Düsseldorf, in Frankfurt am Main und in Berlin. Das ist auf jeden Fall ein Grund zur Freude, auch an dem heutigen Tag. Es kann jedoch nicht davon ablenken, dass sowohl die jüdische Gemeinschaft in Deutschland als auch die Arbeit des LBI aktuell mit großen Herausforderungen konfrontiert sind. Antisemitismus und rechtsextreme Einstellungen vergiften auch heute wieder unser gesellschaftliches Klima. Verbale und körperliche Angriffe auf Jüdinnen und Juden nehmen dramatisch zu. Insbesondere seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023
ist auch das Unsicherheitsgefühl von Jüdinnen und Juden wieder gewachsen. Welche Auswirkungen die ganz aktuelle Eskalation im Nahen Osten in Deutschland haben wird, können wir derzeit noch nicht absehen. Eins ist jedoch klar: Wir als Bundesregierung tun alles in unserer Macht Stehende, um Antisemitismus in unserer Gesellschaft zu bekämpfen und den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland zu gewährleisten und alles für den Schutz dieses Lebens Notwendige gemeinsam mit den Ländern zu verstärken und aufrechtzuerhalten. In diesen Zeiten ist uns sehr bewusst, wie wenig selbstverständlich, wie vielleicht auch gefährdet unsere Demokratie ist und wie wichtig es ist, dass wir uns für ihre Stabilität und für ihren Schutz einsetzen. Wir sehen das als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die der Staat nicht ohne eine aktive Zivilgesellschaft bewältigen kann. Mich stimmt dabei zuversichtlich, dass es in Deutschland zahlreiche engagierte Menschen und Organisationen gibt, die sich beruflich und privat für ein offenes, für ein tolerantes Miteinander und für ein starkes, für ein selbstverständliches, das finde ich wichtig, jüdisches Leben in Deutschland einsetzen. Wenn wir heute also das 70-jährige Bestehen des Leo Baeck-Instituts feiern, tun wir das trotz allem mit einem hoffnungsfrohen Blick in die Zukunft und mit der Entschlossenheit, die Herausforderungen, die vor uns liegen, gemeinsam zu bewältigen. Bridging Generations, so lautet das Motto dieses Festjahres. Es beschreibt auch die Rolle des Leo Baeck-Instituts als Brückenbauer zwischen Vergangenheit und Gegenwart, denn das leisten sie. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zu einer lebendigen Erinnerungskultur, zu einer anfassbaren Erinnerungskultur und zu dem Transfer des in der Vergangenheit gesammelten Wissens in die Zukunft an die Menschen, die wir erreichen müssen, um für die jüdischen Gemeinschaften hier in Deutschland ein gutes Miteinander zu erreichen. Das Bundesministerium des Innern unterstützt die Arbeit des Leo Baeck-Instituts deshalb seit vielen Jahren und wird sie weiter unterstützen. Für die kommenden Jahre wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute und freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Hetty Berg, für die freundlichen Worte und für die Gastfreundschaft hier im Haus, im gewissen Sinn ja unserem Haus, zu Hause in Deutschland. Vielen Dank auch, Herr Krösser, für die fortwährende Unterstützung, auch aus Ihrem Hause, und Ihre aufmunternden Worte. Ich freue mich auch, dass der Vizepräsident des Bundestages, Herr Bodo Ramelow, hier ist. Ich freue mich, dass der Geschäftsträger der amerikanischen Botschaft, der Alan Meltzer, hier ist und viele, viele andere. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als im Mai 1955 Martin Buber, Gershom Scholem und andere bedeutende Vertreter des deutsch-jüdischen Lebens in Jerusalem zusammenkamen, um ein wissenschaftliches Institut zu gründen, das das kulturelle Erbe des deutschsprachigen Judentums bewahren sollte, wussten sie sehr wohl, sie waren die Letzten. Die Letzten einer Kultur, die es so nicht mehr geben würde. Derjenige, wir haben das schon gehört, nachdem das Institut benannt wurde, Leo Baeck, die geistige und religiöse Leitfigur des deutschen Judentums vor und nach 1933, der nach seiner Befreiung aus Theresienstadt 1945 nach London ging und dort seinen Lebensabend verbrachte. Nach ihm wurde 1955 das Institut benannt. Derjenige also sagte, wie wir hörten, dass das Zeitalter des deutschen Judentums ein für alle Mal beendet sei. Und ich glaube, man muss hinzufügen, er meinte nicht, dass es nie wieder Juden in Deutschland oder jüdisches Leben in Deutschland geben würde, aber, falls dies der Fall wäre, dass dieses Leben
eben etwas anderes, als die Zeit vorher sein würde, nicht durch Kontinuität, sondern durch Bruch gekennzeichnet. Die 150 Jahre zwischen der Aufklärung und der Verdunkelung der deutschen Gesellschaft waren die Ära einer wohl beispiellosen kulturellen Kreativität, für die bekannte Namen wie Moses Mendelssohn und Heinrich Heine, Rachel van Hagen und Franz Kafka, Sigmund Freud und Albert Einstein, Max Liebermann und Arnold Schönberg, Else Lasker-Schüler und Magnus Hirschfeld standen. Es war auch die Ära, in der das religiöse Judentum der Moderne zwischen Berlin, Frankfurt und Breslau geformt und geprägt wurde. Das liberale Reformjudentum, die moderne Orthodoxie und das gemäßigte konservative Judentum. Und vergessen wir nicht, auch die Wiege des Zionismus stand in der deutschsprachigen Welt. Theodor Herzl wirkte in Wien, der erste Zionistenkongress tagte in Basel und die Nachfolger Herzls saßen in Köln und Berlin. Diese Ära war aber nicht nur geprägt, und auch das dürfen wir nicht vergessen, und auch das kommt in diesem Haus ja immer wieder zum Ausdruck, war geprägt nicht nur durch die großen Namen, sondern auch unbekannt gebliebene jüdische Viehhändler in Unterfranken, Hausierer in Nordhessen und Lumpensammler auch hier im Berliner Scheunenviertel. Sie war geprägt durch Zuwanderer, immer wieder durch Zuwanderer, aber auch durch Familien, die sich jahrhundertelang sehr bewusst und auch durchaus selbstbewusst mit ihrer Heimat verbunden fühlten. Und obwohl sie gewiss nicht weniger als ihre katholischen und protestantischen Nachbarn zwischen Rhein und Donau verwurzelt waren, fühlten sie sich gezwungen, immer wieder auf diese Tatsache hinweisen zu müssen. Im Jahre 1921 erschien aus Anlass des 1600-jährigen Wiederkehr der ersten Erwähnung von Juden, in dem Fall in Köln, in Köln der Römerzeit, im jüdischen Philo-Verlag eine Schrift des Stuttgarter Rabbiners Paul Rieger mit dem Titel »Vom Heimatrecht der deutschen Juden«. Ein paar Jahre später, 1928, veröffentlichte der Bamberger Rabbiner Adolf Eckstein eine Schrift »Haben die Juden in Bayern ein Heimatrecht?«, die er natürlich bejahte. Und im Jahre 1932 gab der Zentralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens eine Broschüre mit dem Titel »Wir deutschen Juden 321 bis 1932« heraus, in der explizit auf das erste überlieferte Dokument einer jüdischen Existenz auf germanischem Boden verwiesen wird. Im Unterschied zu den 1700-Jahr-Feiern im Jahr 2021, an die wir uns wahrscheinlich alle noch erinnern, die von Ostfriesland bis Niederbayern, von der Uckermark bis in den Schwarzwald, durch Volkshochschulen, Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Universitäten, Museen und andere begangen wurden, blieben die Juden bei den 1600-Jahr-Feiern 1921 ziemlich unter sich. Juden waren keine Fremden in Deutschland, doch sie wurden oft als solche wahrgenommen, da sie auch ihre religiöse und kulturelle Eigenart bewahrten, um als winzige Minderheit nicht in einer christlich dominierten Gesellschaft vollständig auf- und unterzugehen. Hat sich daran 1700 Jahre nach der ersten Erwähnung jüdischen Lebens hierzulande und fast 100 Jahre nach dem Zivilisationsbruch wirklich so viel verändert? Der Antisemitismus ist parlamentsfähig geworden. Das, meine Damen und Herren, ist ein Satz einer Broschüre aus dem Jahre 1893, als bei den Reichstagswahlen 16 Abgeordnete dezidiert antisemitischer Parteien in den Reichstag gewählt worden waren. Die anonyme und wie sich später herausstellte, von dem Gründer des Berliner Schillertheaters, Raphael Löwenfeld, herausgegebene Broschüre
gab den Anstoß zur Etablierung der wichtigsten jüdischen Organisation im Kaiserreich in der Weimarer Republik, des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens. Ihr Titel: Schutzjuden oder Staatsbürger. Und wenn man unsere heutigen Diskussionen um jüdisches Leben in Deutschland verfolgt, dann fühlt man sich doch unwillkürlich in dieses Jahr 1893 zurückversetzt. Denn Juden müssen wieder einmal geschützt werden. Wie wir wissen, verabschiedete der Bundestag unlängst eine Resolution zum Schutz jüdischen Lebens. Sind Juden in Deutschland wieder zu Schutzjuden geworden? Im Mittelalter waren Juden die Kammerknechte des Kaisers. Sie unterstanden seinem direkten Schutz, was zwar sehr wichtig klang, aber nicht immer so effektiv war. Denn der Kaiser war meistens ziemlich weit weg und seine Möglichkeiten zu tatkräftigem Schutz waren begrenzt. Später schützte der jeweilige Landesherr seine Juden, wenn er sie nicht vertrieb. Doch auch dies nützte nur dann, wenn er diesen Schutz auch wirklich vor Ort durchsetzen konnte. Historiker bezeichnen diese Abhängigkeit von den oberen Autoritäten als vertikale Allianz. Und im Gegensatz dazu standen häufig die horizontalen Spannungen in der engsten Nachbarschaft, die Verfolgungen durch regionale oder lokale Institutionen oder auch Personen. Auch heute funktioniert die vertikale Ebene ganz gut. Die Bundesregierung und die Parlamente verurteilen den Antisemitismus, ebenso die Bürgermeister und Landräte, nicht zu sprechen von den Antisemitismusbeauftragten, deren Posten ja extra dafür geschaffen wurden. Aber wie sieht es auf der horizontalen Ebene aus? Wenn einen Mitschülerinnen und Arbeitskollegen mobben, wenn einen Passanten angreifen, wenn Extremisten den Holocaust leugnen oder dem Staat Israel seine Existenzberechtigung absprechen, wenn Brandsätze auf Synagogen und andere jüdische Einrichtungen fliegen, dann kann die vertikale Allianz nur bedingt helfen. Um Schutz fleht, wer keine Rechte hat oder wem seine Rechte geschmälert werden, heißt es in der Broschüre von 1893. Und weiter: Wir aber sind im Vollbesitz der Bürgerrechte und der lärmende Haufe der Antisemiten hat keine Macht, sie uns zu schmälern. Meine Damen und Herren, das Leo Baeck-Institut feiert heute sein 70-jähriges Bestehen in einer Zeit der akuten Krise. All die Zufluchtszentren, in denen die Gründer des Leo Baeck-Instituts ihre Zukunft wieder aufbauten, sind kein sicheres Terrain. Ob es Raketenangriffe auf den jüdischen Staat sind, Brandanschläge auf jüdische Einrichtungen in Amerika oder Terror gegen Juden und Jüdinnen in Europa, der Safe Space, den sich die aus Nazi-Deutschland Geflüchteten versprachen, bleibt leider für ihre Nachkommen eine bis heute oft unerfüllte Hoffnung. Das Leo Baeck-Institut steht damit vor großen Herausforderungen. Es wurde nicht nur gegründet, um Dokumente zu bewahren und Schriften zu veröffentlichen, das ist natürlich der Hauptzweck, aber auch dazu, das geistige Erbe des deutschen Judentums in die Zukunft zu tragen. Und dazu gehörte von Anfang an die Verbreitung einer deutschen Kultur im Ausland, die den dunklen Seiten dieser Geschichte diametral gegenübersteht. Dazu gehört auch ein unerschütterlicher Kampf gegen Intoleranz und für Demokratie. Werte, die nicht nur hierzulande, sondern auch in den Zentren unserer Tätigkeit bedroht sind. Auch deswegen bin ich all denjenigen dankbar, die es ermöglichen, diese Arbeit fortzusetzen. In erster Linie gilt mein Dank dem Bundesministerium des Inneren, ohne dessen Unterstützung die Arbeit unserer Institute in New York, London und Jerusalem nicht möglich wäre. Auch der Kultusministerkonferenz, die neben finanzieller Unterstützung oft inhaltliche Anregungen liefert. Bedanken möchte ich mich auch bei den vielen individuellen Förderern, die nach dem heutigen Abend sicherlich, hoffentlich noch mehr werden, und bei der Arbeit, die hierfür von unserem Vorstand, unseres Fördervereins unter Leitung von Botschafter Shimon Stein und unserem hervorragenden Team um Jakob Kronek geleistet wird.
Die wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft des Leo Baeck Instituts in Deutschland hat viel zur Vernetzung und zur Förderung junger Wissenschaftlerinnen in Deutschland beigetragen. Und ihre Vorsitzende, Professor Miriam Rürup, leitet derzeit auch unser neuestes Projekt, die Geschichte der deutsch-jüdischen Diaspora nach der Vertreibung während der NS-Zeit. Und hier entsteht gerade unter Beteiligung aller unserer Institute die erste umfassende Geschichte zu den Orten des Exils zwischen Montevideo und Melbourne, Shanghai und Chicago. Meine Damen und Herren, ich freue mich nun auf die Schubert-Klänge, die wir von Elias Elias und Alpayan Inkilab, Mathilde Weil und Jan Sekaci, Studierenden der Barenboim Said Akademie, hören werden, eine jener Initiativen, die das in dieser Zeit so besonders wichtige Zusammenwirken über die Grenzen von Kulturen, Nationen und Religionen täglich pflegt.
Keine Angst, ich stelle nur unseren Redner vor. Ich freue mich sehr und wirklich, meine das von ganzem Herzen, dass heute es uns gelungen ist, Doron Rabinowitsch nach Berlin zu holen. Geboren in Tel Aviv, aufgewachsen in Wien, ist Doron Rabinowitsch vielen von uns bekannt als Schriftsteller, als Historiker und auch als engagierter politischer Aktivist in Österreich und in Europa. Seine zahlreichen Arbeiten umfassen Kurzgeschichten, Romane, Essays und wissenschaftliche Studien. Und als Historiker möchte ich insbesondere sein Buch über den Wiener Judenrat, Instanzen der Ohnmacht, Wien 1938 bis 1945 erwähnen. Natürlich auch seine Romane, nur die bekanntesten hier zu erwähnen, andernorts, Suche nach M, die Außerirdischen und zuletzt die Einstellung. Auch ein durchaus sehr politischer Roman. Gemeinsam mit Matthias Hartmann verfasste er das Theaterprojekt Die letzten Zeugen für das Wiener Burgtheater. Und zu diesen letzten Zeugen gehörte auch Doron Rabinowitschs Mutter, Shoshana Rabinowitsch, die aus Wilna stammte und deren eigene Überlebensgeschichte zu den berührendsten Dokumenten dieses Genres gehört. Gemeinsam mit Nathan Schneider verfasste Rabinowitsch 2 aktuelle Bücher über Zionismus und Antisemitismus. 2016 Herzl Reloaded, kein Märchen, und 2019 Neuer Antisemitismus, Fortsetzung einer globalen Debatte. Und zuletzt will ich noch erwähnen ein äußerst aktuelles Projekt mit dem Wiener Burgtheater, der 7. Oktober, ein Lesedrama. Doron Rabinowitsch wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Clemens-Brentano-Preis, dem Jean-Amery-Preis und dem Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln. Und ich denke, wir dürfen sehr gespannt sein, was Doron Rabinowitsch uns heute erzählen wird. Ich begrüße ihn ganz herzlich in Berlin. Vielen Dank, Michael Brenner, für diese lieben Worte. Bevor ich beginne, meine Damen und Herren, möchte ich doch noch sagen, dass ich mit meinen Gedanken und Gefühlen bei den Menschen im Krieg bin, insbesondere bei meiner Familie, bei Freunden und Freundinnen in Israel, aber auch bei den Kollegen und Kolleginnen, die heute nicht kommen konnten von der Jerusalemer Zentrale und selbstverständlich auch bei den Unschuldigen auf allen Seiten, Opfern dieses Krieges. Und ich danke Volker Beck, dem ich das entrissen habe, wo drauf steht, ich habe das in Wien aber nicht mitgenommen, vergessen heute in der Früh. Halef Shelanu, Shavui Be'aza, unser Herz ist in Gaza. Fest sitzend vergessen wir auch nicht die Geiseln in Gaza. Es gab und es gibt keine Wiederkehr. Bereits 1933 brachte der Schriftsteller Arnold Zweig auf den Punkt, was unwiderruflich vernichtet war. Er schrieb: Gewiss ist die Zerstörung der deutschen Judenheit, die wir staunend an uns selber miterleben, wir Zeitgenossen des Frühjahres 1933. Gewiss ist die Unterdrückung, Beschmutzung, wirtschaftliche Vernichtung eines schöpferischen Bestandteiles der deutschen Bevölkerung ein Ereignis, wert, von der Welt genau betrachtet zu werden. Unmittelbar nach dem Reichstagsbrand, er war schon auf der Flucht, hielt Zweig fest, was verloren war.
1934 erschien in Amsterdam sein Essay Bilanz der deutschen Judenheit. Er zog ein endgültiges Resümee, während andere noch hofften, das Regime werde wieder zur Mäßigung finden. Zweig stellte klar, die Emanzipation der deutschen Juden, seit Moses Mendelssohn mit schweren Opfern erarbeitet, wird am 1. April 1933 praktisch und theoretisch aufgehoben. Das Mittelalter tritt wieder in Kraft. Noch ahnte Arnold Zweig nichts von dem, wovon das Mittelalter nichts gewusst hatte, von der Shoah. Aber in seinem Essay Grandeur and Collapse of the German-Jewish Symbiosis weist der Literaturwissenschaftler Andreas Kilcher darauf hin, dass Arnold Zweig damals vorweggenommen hatte, was mehr als 20 Jahre später zum Grundgedanken des Leo Baeck-Instituts werden sollte. Zu diesem Schluss, der dem jüdischen Leben mit den Deutschen galt, gelangte nach der Befreiung 1945 der Rabbiner Leo Baeck. Wir hörten es. Ich wiederhole noch einmal die Worte. Für uns Juden in Deutschland ist eine Geschichtsepoche zu Ende gegangen. Eine solche geht zu Ende, wenn immer eine Hoffnung, ein Glaube, eine Zuversicht endgültig zu Grabe getragen werden muss. Unser Glaube war es, dass deutscher und jüdischer Geist auf deutschem Boden sich treffen und durch ihre Vermählung zum Segen werden könnten. Dies war eine Illusion. Die Epoche der Juden in Deutschland ist ein für alle Mal vorbei. Es gab keine Wiederkehr. Im Hause von Martin Buber in Jerusalem fand 1955 die Gründungssitzung des Instituts statt, das nach Leo Baeck benannt werden sollte. Die Zweigstellen New York und London sollten zunächst hinter dem Zentrum im jungen Israel rangieren. Der Judenstaat verfügte über die größte Anzahl bedeutender Autoritäten, die das Ziel der wissenschaftlichen Einrichtung vorantreiben konnten. Hier lebten Martin Buber, Ernst Simon, Gershom Scholem, Siegfried Moses. Hier stand zudem die Hebräische Universität, an der das Institut angebunden werden konnte. Hier hatten viele jener, die dem Massenmord eben noch entronnen waren, einen Ort gefunden, der ihnen statt der alten Heimat eine neue Heimstatt bieten mochte. Hier war das Land, das verhieß, der Fokus jüdischen Geisteslebens zu werden. Zion war außersehen eine Perspektive der Hoffnung zu sein. Aber von Anfang an war geplant, das Unternehmen nicht national beschränkt zu gestalten, sondern auf mehrere Standbeine zu stützen. Die strukturelle Aufgliederung, um nicht zu sagen diese jüdische Dreifaltigkeit aus Jerusalem, New York und London, spiegelte wider, wo die Kapazitäten der deutsch-jüdischen Wissenschaften Unterschlupf gefunden hatten. In New York schrieb am 7. September 1956 Hannah Arendt an Karl Jaspers: Ich muss noch etwas beichten, was ich immer einfach vergessen habe. Bitte glauben Sie mir das Vergessen. Es hatte keine psychologischen Hintergründe. Nämlich vor einiger Zeit hat sich ein sogenanntes Leo Baeck-Institut für die Erforschung deutsch-jüdischer Geschichte gegründet, in dessen Vorstand ich hier in New York bin und das in Jerusalem zentralisiert ist. Eine Reihe seiner Mitglieder kannte meine Biografie, der Rahel Verhan-Hagen, und da sie sehr wenig Manuskripte vorläufig haben, haben sie mich unter dauernden Druck gesetzt, es ihnen zur Veröffentlichung zu geben. Ich habe schließlich nachgegeben. Voilà. In New York stießen jene, die wie Hannah Arendt aus Deutschland dorthin geflohen waren, auf eine Weltmetropole mit lebendiger jüdischer Kultur und Politik. Hier entstand eine zweite Arbeitsstelle, die ab 1958 ein eigenes Zentrum wurde, das die Zentralbibliothek und die Archivsammlung des Instituts beherbergen sollte. Nach London hatte es Leo Baeck selbst verschlagen und er wurde vorab gefragt, ob das Projekt nach ihm benannt sein dürfe. Sein Name stand und steht für das Vermächtnis. Er war Rabbiner und Wissenschaftler, war einer der wichtigsten Vertreter des liberalen Judentums, war Vorsitzender des Allgemeinen Rabbinerverbands und Präsident der Großloge der deutschen der deutschen Bnei Brit gewesen. In der Zeit der Verfolgung hatte er als Präsident der Reichsvertretung der deutschen Juden zu dienen und in Theresienstadt dem Ältestenrat anzugehören.
Aber selbst dort verlor er, anders als die anderen jüdischen Funktionäre, nicht an Ansehen und Würde. Vielmehr blieb er auch da eine eigene Instanz, wenn auch eine der Ohnmacht, als schwebe nur er allein über Todesangst und Not. Ruth Klüger hatte als halbes Kind ihn, den Gelehrten in Theresienstadt, erlebt. Sie schreibt, Leo Baeck redete zu uns auf dem Dachboden. Wir saßen zusammengedrängt und hörten den berühmten Berliner Rabbiner. Er erklärte uns, wie man die biblische Geschichte von der Schöpfung der Welt in 7 Tagen nicht verwerfen müsse, weil die moderne Wissenschaft von Millionen Jahren weiß. Er gab uns unser Erbe zurück, die Bibel im Geiste der Aufklärung. Man konnte beides haben, den alten Mythos, die neue Wissenschaft. In dieser Schilderung klingt das Vorhaben wieder, das die Wissenschaft des Judentums einst beseelt hatte. Ab 1872 war dieser Disziplin in Berlin eine eigene Hochschule gewidmet. Hier hatte Leo Baeck gelehrt. Es war darum gegangen, die Schrift mit modernen Mitteln zu ergründen, wobei aber diese Wissenschaft des Judentums eben keine Wissenschaft vom Judentum war, keine weitere Fremdzuschreibung, sondern ein neues Selbstverständnis. Leo Baeck überlebte die Gründung des Instituts nur um ein Jahr. Es war Robert Welch, der in London die Leitung einnahm. Welch gründete das Yearbook und gab es hier heraus. Damals herrschten große Zweifel vor, ob es tatsächlich gelingen könnte, über eine längere Zeitspanne jährlich eine Publikation erscheinen zu lassen. Martin Buber soll zu Welch bemerkt haben, dann muss man aber zumindest mit 2 Jahrgängen rechnen können. Nun, es sind mehr geworden. Aber Bubers Satz weist darauf hin, wie ungewiss die Zukunft des Instituts anfänglich war. Wer hätte damals gedacht, welche Bedeutung und Größe das LBI erlangen sollte? Wer unter den Gründern in Jerusalem hätte 1955 darauf gewettet, dass jemals ein 70-jähriges Jubiläum des Instituts begangen werden könnte? Und zwar nicht in Israel, nicht in New York und nicht in London, sondern in einem vereinten Deutschland. Wer hätte zugleich, möchte ich einschieben, von denen gedacht, Israel werde immer noch bedroht sein und nicht im Frieden leben können? Das Leo Baeck-Institut ist nun eine zentrale Institution jüdischer Geschichtsforschung, ein Organ wissenschaftlicher Aufarbeitung der Shoah, ein Sammelpunkt der Erinnerung deutschsprachiger Überlebender, eine Bildungseinrichtung auf mehreren Erdteilen und eine Vermittlungsplattform von akademischer, editorischer, musealer, digitaler und auch internationaler Einzigartigkeit. Diese Kooperation über mehrere Erdteile hinweg ist besonders hervorzuheben und für ein historisches Institut singulär. Ich kenne kein zweites solches Projekt für irgendeine andere jüdische Gemeinschaft nicht-jüdischer Sprache, ob Französisch, Ungarisch oder Holländisch. Das JIVO, das Institute for Jewish Research, oder um dem Akronym in der richtigen Form gerecht zu werden, Jiddischer Wissenschaftlicher Institut, und das Sephardic Studies Program gehen von jüdischen Klangräumen aus, vom jiddischen Kulturgebiet Osteuropas und von den Sepharden in ihrer spaniolisch-ladinischen Lebenswelt. Eine eigene Einrichtung für die Überlebenden der deutschen Lande war hingegen eine einmalige Idee. Im Unterschied zu den jüdischen Gemeinschaften in jenen Staaten, die das Nazireich nach dem Kriegsausbruch besetzte, hatten deutsche und österreichische Juden noch die Möglichkeit gehabt, in den ersten Jahren der Verfolgung dem Zugriff des Nationalsozialismus zu entfliehen. Die deutschsprachigen Flüchtlinge stießen nicht selten auf Argwohn. In Israel waren die sogenannten Jekes in den Pionierzeiten keineswegs gut angesehen.
Ihre Worte entstammten dem Vokabular jener, die alles Jüdische ausmorden wollten. In ihrem Deutsch halten die Erinnerungen an die Verfolgung und den Massenmord nach. Filme aus dem nationalsozialistischen Reich unterlagen einem Boykott. Jene, die in den 30er Jahren es gerade noch geschafft hatten, dem Regime zu entkommen, wurden mit der Frage empfangen: Kommst du aus Deutschland oder aus Überzeugung? Ungeachtet dessen hielten die meisten von ihnen an ihrem geliebten Deutsch fest. Es widerstrebte vielen der Jekes, das Hebräische nur fehlerhaft stammeln zu können. Sie hatten eigene Sprachinseln, wie etwa die Stadt Naharia, aber auch das Tel Aviver Viertel rund um die Ben-Yehuda-Straße, weshalb die Wiener Juden die Gegend dort Kanton Ivrit nannten, weil da Kanton Ivrit zu hören war. Die Jekes waren verschrien als überkorrekt. Es entstanden eigene Witze über sie. Meine Mutter aus Wilna und mein Vater aus Rumänien kannten sie alle. Angesichts der Ungewissheiten unmittelbar vor dem Teilungsbeschluss der Vereinten Nationen im Frühjahr 1947, so wurde allzu gerne gescherzt, soll etwa der dortige Bürgermeister verkündet haben: Keine Sorge, was auch immer kommt, Naharia bleibt deutsch. Ihre Kultur und ihre Bildung wurden bewundert, aber ihre höflichen Umgangsformen schienen vielen in jenen hemdsärmeligen Tagen des Aufbaus wie aus einer fernen Epoche und einem anderen Universum. Viele der Jekes hegten wiederum nicht wenige Dünkel gegenüber den Ostjuden. Ist es nicht diese Einstellung, die etwa durchscheint, wenn Hannah Arendt in einem Brief an Karl Jasper das Jerusalemer Gericht gegen Adolf Eichmann mit folgenden Sätzen beschreibt: Oben die Richter, bestes deutsches Judentum, darunter die Staatsanwaltschaft, Galizianer, aber immerhin noch Europäer, alles organisiert von einer Polizei, die mir unheimlich ist, nur Hebräisch spricht und Arabisch aussieht, manche ausgesprochen brutale Typen, die gehorchen jedem Befehl, und vor den Türen der orientalische Mob, als sei man in Istanbul oder einem anderen halbasiatischen Land, dazwischen sehr prominent die Peyes- und Kaftan-Juden. Diese wechselseitigen Klischees, ob jene vom Jecke oder diejenigen vom Städteljuden, spiegelten eine innere Auseinandersetzung wider, die alle einte, aber jeden innerlich zerriss. Denn die Frage, wie mit Überlieferung und Moderne, wie mit partikularen und universalistischen Anforderungen umzugehen sei, beschäftigte nicht nur die Gemeinden im Westen, sondern auch jene im Osten Europas. Ob nun in Berlin oder Białystok, ob in Triest oder Thessaloniki, ob in Wien, Warschau oder Wilna, konnte es Gleichheit und Gleichberechtigung für Ungleiche geben. Für jene, die darauf beharrten, als Gemeinschaft anders bleiben, anders reden, anders feiern, anders kochen, anders essen, anders fasten, anders beten, kurzum anders leben zu wollen als die meisten anderen. Dieses Problem trieb Juden in allen europäischen Staaten um, doch nirgends in derselben Schärfe wie in Deutschland. Im Städtel des Ostens glaubte ohnehin niemand die Emanzipation bereits eingeläutet. Die französische Nation gab wiederum vor, die Republik aller Bürger zu sein, wenn auch Juden und Jüdinnen weiterhin von Hass und Hetze nicht verschont waren. Die deutsche Heimat aber wurde völkisch verstanden. Die Heimat sollte über den Raum des Vaterlands weit hinausreichen und unter dem Begriff deutsches Volk waren nicht alle gemeint, die im Reich lebten. Wer hier als Jude geboren war, wurde dennoch zumeist nicht als deutsch angesehen. Aber nach Auschwitz war das Verlangen, jenem Volk anzugehören, in dessen Name die Massenverbrechen verübt worden waren, bei den Überlebenden erloschen. Vollkommen abstrus klang in den 50er Jahren die Idee, eine Zentrale des Leo Baeck-Instituts in Berlin aufzuschlagen. Wir hörten es schon. Der Vorschlag wurde vorgebracht und heftig abgelehnt.
Wen wundert's? 1955 schien es absurd, ein deutsch-jüdisches Institut in Berlin zu errichten. Es war der Rechtsanwalt Hans Reichmann, der den Einfall zur deutschen Dependance vorgebracht hatte. Reichmann war vor dem Krieg ein Funktionär des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens gewesen. Der Zentralverein hatte für die Gleichberechtigung der Juden in Deutschland gefochten. Der bürgerlich-liberale Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens bestand darauf, nur der Konfession und der Überlieferung nach dem Alten Bund anzugehören. Kurt Tucholsky warf dem Verein bekanntlich biederes Duckmäusertum und Honoratiorenpolitik vor. Der Verein sollte, so Tucholsky, lieber Zentralverein deutscher Staatsjuden bürgerlichen Glaubens heißen. Der Zentralverein kämpfte mit aufklärerischen Schriften und Vorträgen gegen den Antisemitismus an. Den Mitgliedern des Zentralvereins ging es darum, von ihren nichtjüdischen Landsleuten als Teil des deutschen Volkes anerkannt zu werden. Der Schriftsteller Jakob Wassermann schilderte in seinem Buch Mein Weg als Deutscher und als Jude die Erfolglosigkeit eines solchen Unterfangens. Er schrieb: Es ist vergeblich, das Volk der Dichter und Denker im Namen seiner Dichter und Denker zu beschwören. Jedes Vorurteil, das man abgetan glaubt, bringt wie Aas die Würmer 1000 neue zutage. Wassermann war nicht religiös und auch nicht zionistisch, doch er wusste, es ist vergeblich, die Verborgenheit zu suchen. Sie sagen, der Feigling, er verkriecht sich. Sein schlechtes Gewissen treibt ihn dazu. Es ist vergeblich, unter sie zu gehen und ihnen die Hand zu bieten. Sie sagen, was nimmt er sich heraus mit seiner jüdischen Aufdringlichkeit? Ab 1898 lebte Jakob Wassermann in Wien, wo er enge Beziehungen zu Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Peter Altenberg und Stefan Zweig knüpfte. In Wien hieß es einst, Literatur sei, wenn ein Jude von einem anderen Juden abschreibt. Arthur Schnitzler schrieb, ich bin Jude, Österreicher, Deutscher, wählte aber 1920 bei den österreichischen Parlamentswahlen die zionistische Liste, führte regelmäßig Gespräche mit dem Oberrabbiner David Feuchtwank, nahm am Religionsunterricht seiner Kinder interessiert Anteil. Nach Wien hatte es seit der Mitte des 19. Jahrhunderts viele verschlagen, die aus allen Teilen des Habsburgerreiches herströmten, um den engeren Verhältnissen im Osten des Imperiums zu entkommen. Viele angestammte Karrierewege blieben Juden in der Residenz des streng katholisch-konservativen Kaiserhauses verwehrt, aber sie konnten versuchen, in den neueren Bereichen, in den sogenannten modernen und freien Berufen und auf noch unbekannte Weise zu reüssieren. Sigmund Freud erzählte davon in seinem Vortrag für die Bnei Brit. Weil ich Jude war, fand ich mich frei von vielen Vorurteilen, die andere im Gebrauch ihres Intellekts beschränkten. Als Jude war ich vorbereitet, in die Opposition zu gehen und auf das Einvernehmen mit der kompakten Majorität zu verzichten. Das Verdrängte und das Verschwiegene, das Verlogene und das Verleugnete, das Unterdrückte und das Unerhörte konnten Außenseiter eher zur Sprache bringen. Sigmund Freud durch die Psychoanalyse, Paul Wittgenstein in der Philosophie, Viktor Adler und Theodor Herzl mit Politik, Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Felix Salten, Josef Roth, Karl Kraus und viele andere in ihrer Poetik. Es gab viele Juden, die nichts von ihrer Herkunft mehr hören wollten. Sie wurden assimiliert genannt. Aber was sollte das bedeuten, wenn als sogenannte Assimilanten eben bloß Menschen jüdischer Herkunft bezeichnet wurden? Die Paradoxie ist offenkundig. Der Begriff der Assimilation umschrieb im damaligen Wien eine, wie gesagt wird, rein jüdische Eigenschaft. Nichtjuden konnten nach damals vorherrschendem Sprachgebrauch keine Assimilanten sein. Das Wien des Fin de siècle war die Stadt mit dem höchsten Anteil an jüdischer Bevölkerung im deutschen Sprachraum
und die Welthauptstadt des populistischen Antisemitismus zugleich. Es ist kein Wunder, wenn Adolf Hitler in Mein Kampf hervorhebt, vom christlich-sozialen Wiener Bürgermeister Karl Oeger gelernt zu haben, wie mit Hass auf Juden Wahlen gewonnen werden konnten. Die Nazis mussten sich 1938 wegen der Verfolgung von Juden nicht vor einer breiten österreichischen Opposition fürchten. Im Gegenteil, die Bürokratie konnte auf die Masse der Nutznießer und Mitläufer zählen, rechnete aber nicht mit diesem unerwarteten Übereifer. Im Mai 1933 schrieb Jakob Wassermann, der einst gefeierte Romancier, an die jüdische Gemeinde in Graz, er könne den Mitgliedsbeitrag nicht in der geforderten Höhe aufbringen, da seine Bücher im neuen Deutschland nicht mehr gekauft würden. Aber im August desselben Jahres richtete er ein Schreiben an den Deutschen Schriftstellerverband. Er wolle seinen Austrittsbrief, den er bereits vorher abgeschickt hatte, widerrufen. Er habe der Presse entnommen, jeder nicht-arische Autor würde ausgeschlossen werden, weshalb er, um nicht geschasst zu werden, selbst ausgetreten war. Inzwischen hatten ihn deutsche Freunde belehrt, es würden nur keine Juden mehr neu aufgenommen. Die Alten dürften noch bleiben. Ich ersuche also, die Austrittserklärung als ungeschehen zu betrachten und mir mitzuteilen, an welche Stelle ich den rückständigen Mitgliedsbeitrag von 35 Mark einzuzahlen habe. Wassermann starb 1934. Seine Frau, die Schriftstellerin und Psychotherapeutin Martha Karlweis, musste 1939 nach Kanada entfliehen. Da war kein Weg mehr als Deutscher und als Jude. Die Juden Europas wurden ermordet, überall. Nur in Wien und in Berlin gab es bis zur Befreiung 1945 jeweils ein jüdisches Krankenhaus. Im Unterschied zu der Lage in den besetzten Ländern war es den nationalsozialistischen Machthabern wichtig, die eigenen Volksgenossen nicht zu beunruhigen, wenn im Deutschen Reich der Volkskörper von allem Jüdischen gesäubert wurde. Noch waren hier manche jüdische Menschen mit Nichtjüdischen verheiratet oder verwandt. Auf deren arische Familien musste das Regime Rücksicht nehmen. Im Interesse der nichtjüdischen Gesamtbevölkerung mussten diese deutschen Juden noch befürsorgt werden. Jedoch nur in jüdischen Einrichtungen, nicht in arischen. Solange der nichtjüdische Eheteil lebte, waren sie geduldet. Aber die Maschinerie der Vernichtung wartete schon auf sie. Sobald der arische Ehemann verstorben war, wurde seine jüdische Witwe deportiert. Was mit den Nürnberger Rassegesetzen ausgelöscht wurde, war nicht die Emanzipation, denn die war nie vollzogen worden, sondern alleinig die Hoffnung darauf. Aber diese Hoffnung war eine hehre, eine stolze und eine durchaus berechtigte. Wenn nun erkannt werden muss, dass sie vergeblich blieb, dass sie nicht bloß scheiterte, sondern in deutschen Landen nie wirklich gelebt werden konnte, dann nicht jener wegen, die sich ihr verschrieben hatten. Kein Grund, diese Juden deutscher Sprache im Nachhinein auch noch zu verhöhnen. Sie hatten zu Recht verkündet, nicht weniger deutsch zu sein als alle anderen, aber diese Meinung war eben von allzu vielen ihrer Landsleute nicht geteilt worden. Ihr Bekenntnis zum Deutschen war nicht eine nüchterne Feststellung, nicht eine Bestandsaufnahme und kein Reifezeugnis für den Status quo, sondern vielmehr ein Programm für eine menschliche Zukunft gewesen. Aber es gab keine Wiederkehr. Nach Auschwitz ist die Mär von der Emanzipation keine schöne Vision mehr, sondern nur noch eine Beschönigung der Vergangenheit. Was einst eine Verheißung für die Juden war, ist nun zur Verhöhnung der Opfer geworden. Es war nicht gleichgültig, wer nicht mehr in die Synagoge und wer nicht mehr in die Kirche ging.
Diese Frage war zu einer auf Leben und Tod geworden. Die Differenz im Nachhinein zu verleugnen, heißt zu negieren, was zur Vernichtung von Millionen führte. Im Schatten dieses Scheiterns wurde das Leo Baeck-Institut gegründet. Aber anders als zu Beginn die Gründungsmitglieder glaubten, sollten in der jungen Bundesrepublik und in Österreich allmählich wieder Gemeinden aufblühen. Es waren nicht die einstigen Vertriebenen, nicht die deutschen Juden, die in ihre Städte zurückkamen, sondern zunächst Überlebende aus den DP-Camps. Anders als von frühen zionistischen Pionieren gedacht, verschwand die Diaspora nicht nach der Gründung des Staates Israel, sondern gewann überall an neuem Selbstbewusstsein. Da nun jederzeit ein Flug nach Tel Aviv gebucht werden konnte, ließ es sich auch in Frankfurt, in Amsterdam oder in Paris leben. Die deutsch-jüdische Symbiose war, wie Gershom Scholem erklärte, ein einseitiges Gespräch, ein unerwarteter Schrei der Juden nach Toleranz. Aber nach Auschwitz ist die jüdische Existenz in Deutschland, wie Dan Diener befand, eine negative Symbiose. Die gemeinsame Vergangenheit läuft wie Stacheldraht zwischen den Kollektiven und bindet sie zugleich aneinander. Jüdisches Leben in den Nachfolgestaaten narzisstischer Herrschaft konnte nur entstehen, wenn es keine Wiederkehr zum deutschen oder zum österreichischen Judentum von einst, aber auch kein reiner Neubeginn war. Allein in einer offenen Gesellschaft können die neuen jüdischen Gemeinden in der Bundesrepublik darauf hoffen, mehr zu werden als ein Nachruf ihrer selbst. Sie sind, auch durch die Einwanderung aus der früheren Sowjetunion und aus Staaten des einstigen Ostblocks, lebendige Zentren jüdischen Lebens geworden, die nicht mehr auf gepackten Koffern sitzen wollen, doch zugleich in ihrer Mehrheit die Verbundenheit zu Israel nicht verleugnen. Sie erheben den Anspruch, als Juden und als deutsche Staatsbürger zugleich anerkannt zu werden. Nur ein Deutschland, das nicht in das völkische Denken früherer Zeiten verfällt, sondern eine offene Gesellschaft anstrebt, kann Juden und Jüdinnen ein Mindestmaß an Zutrauen und Sicherheit bieten. Für die Bundesrepublik sind die jüdischen Gemeinden seit 1945 ein Beweis der Umkehr und Läuterung, ein Reifezeugnis der eigenen Demokratie. Es war anfangs auch der Wunsch nach internationaler Anerkennung, der das Bekenntnis zum Kampf gegen jeglichen Antisemitismus verlangte. Aber der deutsche Jude der Gegenwart ist, ob er will oder nicht, ein wandelndes Mahnmal heimischer Schuld geworden. Nicht trotz, sondern wegen Auschwitz leben deshalb die Ressentiments weiter. Um alle Reue und jegliche Skrupel abzuwehren, tun rassistische Populisten die Shoah als Vogelschiss der Geschichte ab und geifern gegen das Berliner Mahnmal für die Ermordeten. Unterdessen grölen andere, die denken besonders antirassistisch zu sein, die Parole Free Palestine from German Guilt. Das Leo Baeck-Institut steht für die Erinnerung und für den Widerstand gegen den Judenhass. Das Auftreten gegen den Antisemitismus und das Eintreten für die allgemeinen Menschenrechte sind hierbei miteinander verknüpft, sind beide Ausdruck der Abkehr von der narzisstischen Ideologie, können aber teils in einen scharfen Gegensatz zueinander geraten, wenn etwa über traditionelle Vorhautbeschneidung, über das rituelle Schächten oder auch über Israel und Palästina gestritten wird. Dann kommt die Kernfrage neu auf, die schon eine ganz alte ist. Denn die Ungleichen brauchen eigene Rechte, um anders leben zu können, aber nur die allgemeinen Menschenrechte, die doch für alle gleich gelten, können das garantieren. Die jüdische Erfahrung lehrt, dass der wahre Universalismus, der radikale Universalismus nicht ohne partikulare Ausnahmen zu haben ist und der Zugang zum besonderen Partikularismus nicht ohne universalistische Garantien. Es ist halt ein Kreuz mit den Juden. Wen wundert's? Jeder kann jeden fressen, bedeutet eben nicht dasselbe für Katz und Maus. Da ist die Maus eindeutig im Nachteil. Nun ist es den meisten Deutschen ein besonderes Anliegen zu unterstreichen,
wie sehr das Judentum zu Deutschland gehört, um darauf pochen zu können, Normalität sei endlich eingekehrt. Es sind derweil jüdische Stimmen, die angesichts dessen, was geschah, auf einer Differenz zwischen Juden und Deutschen beharren müssen, wenn sie ihre Opfer nicht verraten wollen. Einst wollten die Juden dieses Landes nichts als gewöhnliche Deutsche sein. Jetzt sind es Juden, die darlegen, dass ihre Erfahrung eine eigene ist, ihre Trauer eine besondere bleibt, ihre Worte angesichts der Vernichtung anders versagen, ihr Schweigen anders klingt. Für sie ist nichts vorbei. Jede neue Verletzung ruft den alten Schmerz auf, überall. Doch wo, wenn nicht in Deutschland, wenn nicht in Österreich? Die jüdische Wunde, von der uns Nathan Schneider schreibt, sie blutet nach und wird immer wieder aufgerissen. Am 7. Oktober 2023 wurde ein neues, ein anderes, ein weiteres Trauma dem Volke Israel zugefügt. Und zwar an einer Stelle, die vor dem Heil schien, unverwundbar und stark. Seit jenem Tag, dem 7. Oktober 2023, bricht der Schmerz und das Blut vielerorts hervor, überall, wo Juden leben. Da ist noch nichts verschorft, da ist noch nichts vernarrt, da klafft ein Loch und niemand weiß, wann endlich Abhilfe und ein Ende des Leids kommt. Wenn im Nahen Osten geschossen wird, geraten Juden auch in fernen Ländern und auf anderen Erdteilen ins Fadenkreuz. Sonst sind Kriege, ob jener in Jugoslawien oder der in der Ukraine, territorial definiert. Der Hass auf das Jüdische ist hingegen grenzenlos. Ob in Europa, in Amerika, in Australien oder im Nahen Osten. Überall kam es seit dem 7. Oktober zu tätlichen Übergriffen. Während die Dschihadisten noch mordeten, zogen in europäischen Städten schon manche durch die Straßen, die offen das Abschlachten jüdischer Menschen feierten. Kurzer Einschub, zum Beispiel auf der Matzesinsel, in der Leopoldstadt in Wien. Und dann gingen auch Leute durch die Häuser, Fremde, und machten Fotos von jenen Türen, die mit einer Mezuzah, einer Gebetskapsel, versehen waren. Auch unsere Tür schmückt eine solche Mezuzah. Es waren jüdische Einrichtungen in der Diaspora, Synagogen, Schulen, Gemeindezentren, die ins Visier des Hasses und des Terrors gerieten. In Berlin wurde ein Paar attackiert, und zwar nur, weil es miteinander Hebräisch gesprochen hatte. In London wurden Israelis zunächst mit den Rufen Free Palestine und Fuck the Jews verhöhnt und dann von einer Übermacht niedergeprügelt. In Athen wurde ein Ehepaar, das Ivrit geredet hatte, mit Messern verletzt. In Dagestan stürmte ein Mob ein Flugzeug aus Tel Aviv, um nach Juden zu suchen. In Zürich und in Paris wurden Religiöse, nur weil sie Juden waren, vielleicht sollte ich sagen, nur weil das Antisemiten gewesen sind, von denen niedergestochen. In Kanada wurden immer wieder Gewehrsalven auf jüdische Schulen gefeuert. Es ist noch kein Monat her, da erschoss ein Täter in Washington das junge Paar, Jaron Lischinski und Sarah Lynn Milgram, und schrie dabei Free Palestine. In Boulder, Colorado, warf ein anderer mehrere Brandsätze in eine jüdische Menge, rief ebenfalls Free Palestine. Eine Überlebende der Shoah war unter den Verletzten. Die Aufzählung könnte endlos fortgesetzt werden. Muss erstaunen, wie jüdische Menschen empfinden, wenn ihre Schaufenster wieder eingeschlagen, ihre Restaurants beschmiert, ihre Mahnmale geschändet, ihre Türschilder markiert, ihre Jugend auf Unis ausgegrenzt werden? Ist es verwunderlich, wenn viele von ihnen angesichts der weltweiten Gewalt den Ruf Globalize the Intifada eher persönlich nehmen? Die Regierungsformel von der Sicherheit Israels als Staatsräson ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Denn das bloße Dasein Israels, des Staates Israel und des Volkes Israel im biblischen Sinne, ist davon geprägt, seit jeher angezweifelt und von Vernichtung bedroht zu sein. Der Kampf gegen Antisemitismus kann nicht redlich geführt werden, ohne für das Existenzrecht Israels und die Sicherheit seiner Zivilgesellschaft einzustehen. Aber
Die deutsch-jüdische Erfahrung lehrt uns auch, wie wichtig es ist, zwischen Kritik an Politik und Ressentiment unterscheiden zu können. Die Geschichte macht auch deutlich, was zu erwarten ist, wenn nun, wie etwa in den USA, gegen Universitäten und gegen die Wissenschaft mobil gemacht wird. Wenn im Namen des Kampfes gegen Antisemitismus die Grundrechte attackiert werden, dann wird sich das unweigerlich gegen jene Werte richten, die das Leben der jüdischen Minderheit letztlich sichern. Was da vorgeblich zum Schutz von Juden geschieht, wird dann auf Kosten der Juden gehen. Wer gegen Studien der Vielfalt loszieht, trifft unweigerlich eben jene Forschungen, denen das Leo Baeck-Institut verpflichtet sich fühlt. Wovon ich rede, ist nicht auf irgendein Land beschränkt. Ich komme aus Österreich hierher, wo bei den letzten Wahlen die meisten Stimmen eine rechtsextreme Partei einfuhr, deren Politiker Lieder zu singen wissen von der 7. Million Juden, die es noch zu schaffen gilt. Die Freiheitlichen treten gegen muslimischen Antisemitismus auf, aber nicht, weil ihnen der Antisemitismus so fern wäre, sondern weil sie Muslimen schlechthin nachstellen. Mit Rassismus kann das antisemitische Weltbild nicht bekämpft, sondern nur bestätigt werden. Mit Hass und Hetze werden wieder Wahlsiege erzielt, ob in Ungarn, Italien, Österreich, Polen, USA oder auch in meinem Geburtsland, das mir nahe ist, Israel. Wir erleben eine Krise der Demokratie. Hätten jene, die einst das Leo Baeck-Institut gründeten, je sich vorstellen mögen, solche Kräfte könnten in Deutschland, in Europa, ja vielerorts in der westlichen Welt wieder einen Aufschwung erfahren? War es nicht eine offene Gesellschaft, auf die sie hofften? Es ging ihnen um ein liberales und aufgeklärtes Judentum. Martin Buber, Hannah Arendt, Robert Welsch, Gershom Scholem und Siegfried Moses hätten gewiss nicht zu den autoritären Entwicklungen unserer Zeit geschwiegen. Sie hätten, eingedenk dessen, was ihnen widerfuhr, ihre Stimme dagegen erhoben. Sie hätten klargemacht, dass mit Rassisten keine Konferenz gegen Antisemitismus gelingen kann. Sie hätten uns erzählt davon, dass mit Rechtsextremen kein Staat zu machen ist. Sie hätten uns eingeschärft, dass diese autoritären Gestalten durch Regierungsbeteiligung nie gemäßigt werden oder gezähmt, sondern allenfalls maßlos, machthungrig und blutdurstig. Aber sie wären auch erstaunt gewesen über die Entwicklung und die Vielfalt in den letzten Jahrzehnten, über die Courage und das Engagement vieler Menschen, über den Einsatz unzähliger Vereine gegen das Vergessen, gegen den Hass und die Hetze, über die Anstrengungen vieler für Notleidende und Schutzsuchende. Sie wären begeistert von dem im Frieden vereinten Festland. Können wir nicht auch mit Hilfe ihrer Schriften Mut schöpfen? Verdanken wir es nicht Texten wie etwa jenen von Hannah Arendt, Martin Buber, Gershom Scholem, Theodor Adorno und Max Horkheimer? Wenn unsere Gesellschaften heutzutage vielfältiger, aufgeschlossener und aufmüpfiger denn je zuvor sind. Ruhe ist in unserer Zeit nicht mehr die erste Bürgerpflicht. Zivilcourage ist eine Tugend. Das Recht auf Widerstand steht sogar im deutschen Grundgesetz, was dem Wiener in mir immer ein wenig komisch scheint, denn dort, wo Widerstand sogar deutsche Gesetzespflicht ist, muss einen nicht wundern, wenn der kleine Braune zum Kaffee mit Milch wird. Ich bin sogar sicher, dass Sie überwältigt wären, könnten Sie heute hier bei uns in Berlin sein und sehen, was aus dem damaligen Unternehmen, dem Leo Baeck-Institut, wurde. Von dessen langen Fortbestehen scheint Martin Buber ja nicht so überzeugt gewesen zu sein, sonst hätte er zu Robert Welsch eben nicht eine Bemerkung gemacht, dass es zumindest 2 Ausgaben brauche, damit ein Yearbook überhaupt sinnvoll sein könnte. Er würde nun wissen, dass seither dieses Jahrbuch in strenger Folge erschien, zudem auch ein Bulletin und seit 1933 der jüdische Almanach vom jüdischen Verlag in Surkamp herausgegeben, betreut durch Gisela Dax. Ich denke, niemand von den damals prägenden Persönlichkeiten hätte geahnt,
dass diese ihre Schöpfung eines Tages eine riesige Bibliothek von mehr als 80.000 Bänden und 1.600 verschiedenen Zeitschriften, mehrere Sammlungen von Tausenden an Kunstwerken, ein Archiv von mehr als 25.000 Fotografien, von über 2.000 Memoiren und mehreren Laufkilometern und Dokumenten umfassen würde. Die Mehrheit dieser Schriftstücke, die über 4 Millionen Seiten zählt, ist digitalisiert und über die Plattform DigiBack online abrufbar. Damit werden die vielen Akten und Papiere, die bisher bereits Quellen der Forschung waren, zu einer unermesslichen Ressource für die weltweite Öffentlichkeit. Ein eigener Bestand widmet sich den Kindertransporten. Da ist auch, möchte ich betonen, die Austrian Heritage Collection. Und es wurde auch schon das Projekt Stolpertexte erwähnt. Wie wichtig sind doch all diese Arbeiten, die Forschungen, die Veranstaltungen, die Konferenzen und Ausstellungen des Leo Baeck-Instituts in einer Zeit, da die letzten der Überlebenden allmählich von uns gehen. Sie, die uns ihre Berichte hinterlassen, sie gehen und gingen von einer Schule zur anderen, gaben Interviews, sagen ohne Unterlass aus. Es sei schwer für sie, sagte meine Mutter, meine liebe verstorbene Mutter. Schwer vom Mord an den Unzähligen und an den ihr Nächsten zu berichten. Und auch von all dem, was ihr selbst angetan worden war. Sie könne, sagte Mutter, danach nicht schlafen. Nachts komme die Erinnerung. Sie habe Albträume. Im Dunkel ihr Schreien. Sie leide unter Depressionen, sagte meine Mutter, Shoshana Rabinowitsch. Sie sagte, bald werden wir nicht mehr sein. Deswegen gebe ich das Vermächtnis der Erinnerung an euch weiter. Seid von nun an Zeugen unserer Erinnerung. Ihr habt uns gehört, erzählt davon, übernehmt unseren Kampf gegen das Lügen, gegen das Vergessen und für unsere Erinnerung. Gegen das Verbrechen der Auslöschung anzukämpfen, heißt, an den Vorstellungen von Gleichberechtigung und Gerechtigkeit anzuknüpfen, die jenes Judentum, jenes deutsche Judentum kennzeichnete. Die Erinnerung bedarf keiner Rechtfertigung. Der nationalsozialistische Massenmord versuchte, seine Opfer namenlos zu machen. Nichts sollte von unzähligen Leichen übrig bleiben. Millionen Ermordete, die keine Grabstätte, keine sterblichen Überreste, manchmal kein Todesdatum haben, ja, deren Tod zuweilen nicht einmal bezeugt werden kann. Vergessen gemacht werden aber die vergangenen Verbrechen nicht der einstigen Gräuel wegen, sondern wegen jener psychischen, sozialen und politischen Kontinuitäten, die ins Heute reichen. Die Erinnerung muss deshalb mehr sein als ein Lippenbekenntnis und mehr als eine Schweigeminute. Sie erfordert den Kampf gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, für einen demokratischen Rechtsstaat und für die offene Gesellschaft. Sie braucht die wissenschaftliche Forschung und Lehre. Für nicht weniger steht das Leo Baeck-Institut. Es ist ein dichtes Netzwerk der Erinnerung, gespannt über mehrere Kontinente und Epochen, vielleicht auch ein Trapez, das uns absichern soll gegen die Abgründe der Geschichtsverleugnung, des Judenhasses und der autoritären Despotie, aber ebenso ein Sprungtuch und eine Plattform, die für hohe Spitzenleistungen in Wissenschaft, Bildung und Erziehung sorgt. Zugleich ist das Leo Baeck-Institut eine Wunderkammer, die so viel vom Erbe der vernichteten jüdischen Gemeinden aufbewahrt. Für die Zukunft, für die nächsten Generationen, für ein neues, eigenständiges und selbstbewusstes jüdisches Dasein in Frieden und Freiheit. Denn eine Wiederkehr kann es nicht geben.
Ja, ganz herzlicher Dank nochmal an die Musiker der Barenboim Said Akademie. Und ein kleiner Hinweis, es gibt hier einen kleinen Tisch an der Seite, an dem Sie das noch druckfrische kleine Büchlein, 60 Seiten, zur 70 Jahre Leo Baeck Institut erwerben können, beziehungsweise gegen eine kleine Spende mitnehmen können. Sie können auch Mitglied werden der Freunde und Förderer des Leo Baeck Instituts. Dann erhalten Sie jedes Jahr das immer noch erscheinende Yearbook ins Haus geliefert, beziehungsweise können es digital ansehen, auch den jüdischen Almanach. Und bitte bleiben Sie noch bei uns, es gibt einen Empfang mit Getränken und einem kleinen Imbiss. Ganz herzlichen Dank.